Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem etwas oldschooligen News-Video. Ihr seht, ich will euch direkt den Code zeigen, dass ihr auch seht, dass das alles tatsächlich echt ist. Und ja, heute geht es um die Open Source Corona Tracing App. Ja, wir haben schon mal über eine Corona-Tracing-App gesprochen und die war damals definitiv nicht Open Source, die war nämlich nur für die Leute Open Source, die Partner wurden. Das hatte ich damals stark angekreidet, denn Open Source ist quasi die Sache, die auch wirklich Vertrauen schafft. Jeder kann sich, sofern er denn möchte, in den Source Code einlesen. Jeder kann, also bei Open Source Projekten, jeder kann dran mitarbeiten oder zumindest lesen, was da alles passiert und man hat am Ende wirklich eine Garantie, dass das auch wirklich so funktioniert. Und das ist das Schöne dabei. Wenn das Ding nicht Open Source ist, dann weiß ich definitiv nicht, ob irgendwo im Hintergrund sich jemand die Daten abgreift, was tatsächlich auch schon vom Chaos Computer Club bei einer Corona-App tatsächlich bewiesen wurde. Und dann werden da Daten abgegriffen, irgendjemand macht irgendwas mit meinen Daten und am Ende haben wir Big Brother 2.0. Das wollen wir definitiv nicht haben, deswegen hier die Open Source Variante. Das Ganze findet ihr bei dem Account Corona Warn App. Das ist die offizielle Covid-19-App für Deutschland. Das ist tatsächlich nur die deutsche Variante. Allerdings befindet sich da bislang nur die Dokumentation. Das heißt, wir müssen das noch verfolgen. Ich will euch jetzt schon mal darauf vorbereiten, aber ihr seht, das Ding wurde vor 15 Stunden geupdatet, beziehungsweise sogar vor 14. Also alles gut, die arbeiten da wirklich aktiv dran und vermutlich wird relativ bald auch der Code kommen. Aktuell müssen wir uns mit der Doku zufrieden geben. Allerdings steht hier auch dabei, das Ding wurde heavily inspired, also stark inspiriert von der DP3T-App und von der PEP-PT-Geschichte. PEP-PT war das, was ich vorgestellt habe, findet ihr entweder in der Beschreibung oder in den Infokarten. Ihr solltet generell immer in die Beschreibung reingucken bei meinen Videos, weil da immer Sachen verlinkt sind. Und DP3T ist jetzt die Open-Source-Variante. Also das ist tatsächlich eine App, die zumindest schon in Open-Source entwickelt wird. Dazu kann man sich auch schon alles angucken, finden wir dann hier. Ihr findet in DP-3T, wobei das für DP hoch 3T steht, also für DPPP-T, also Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Das steht im Endeffekt für eine Corona-Tracing-App, die trotzdem auf Privatsphäre Rücksicht nimmt. Findet ihr sowohl den Code für iOS, ihr findet den Code fürs Backend, ihr findet den Code für Android, ihr findet auch nochmal eine Referenzimplementierung, ihr findet die Dokumente und ihr findet auch hier nochmal eine Demo, ein SDK-Backend, eine Discovery-App oder einen Discovery-Client und nochmal eine Webseite github.io. Und unter den Documents findet sich auch ein sehr, sehr ansprechender Comic. Jeder, der vielleicht dieses Video hier nicht so gut findet, der kann sich bitte diesen Comic angucken. Da wird sehr gut erklärt, was das Ding kann. Und zwar findet ihr den hier. Packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Und dort wird dann im Endeffekt erklärt, was das tut. Das heißt im Endeffekt, ja, man möchte andere Leute informieren, wenn man selbst als krank gemeldet wird. Das ist schon mal der eine Punkt. Das heißt, wenn ich krank werde, möchte ich natürlich, dass meine Mom auch Bescheid weiß, wenn ich mit ihr Kontakt hatte zum Beispiel. Als zweites haben wir natürlich das Problem des exponentiellen Wachstums und deswegen brauchen wir eben auch einfach die Notifizierung für alle, die eventuell sich auch testen lassen müssen, damit wir nicht jede Woche durchtesten müssen und wir trotzdem eine gute Abdeckung haben. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich hier beziehungsweise müssen den loswerden, und zwar jemand, der zum Beispiel alle eure Daten sammelt und trotzdem, nicht nur das tut, was er darf, also Corona tracen, sondern eben auch Sachen macht wie Werbung für euch produzieren oder eben euch einfach nur zu überwachen. Will man natürlich vermeiden und dazu ist eben Open Source gedacht. Der Chaos Computer Club hatte auch schon mal eine Corona-Warn-App, die schon früher rausgekommen ist, eine andere Variante davon, hatten die schon untersucht und dort haben sie tatsächlich schlimme Sachen gefunden, wie zum Beispiel Daten, die direkt abgegriffen wurden. Das muss definitiv nicht sein. Und deswegen gibt es eben diese App hier. Und hier wird auch nochmal schön beschrieben, was das eigentlich tut. Das wollen wir uns ganz kurz angucken. Und zwar zunächst einmal, die App produziert einfach regelmäßig random Strings, ja, also irgendwelche zufallsgenerierten Zahlen, die man nicht vorhersagen kann. Das ist einfach nur kompletter Kauderwelsch. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Hashwert von einem Passwort. Kann man nicht zurückverfolgen, kann man auf niemanden irgendwie verfolgen. Also das hat überhaupt nichts mit euch zu tun. Jeder kann quasi irgendeinen Code erstellen und das passiert alle 5 Minuten. Und die Dinger werden dann per Bluetooth verschickt.
an alle Geräte in der Nähe. Das heißt, Bluetooth muss natürlich aktiviert sein, das hatte ich auch damals schon vermutet, aber bei PEP-PT war das nicht so sicher, was genau jetzt da eigentlich passiert. Also Bluetooth muss aktiviert sein und dieses Kauderwelsch wird einfach über Bluetooth an alle Geräte in der Nähe gebroadcastet. Und jeder empfängt dann natürlich, also jeder, der diese Corona-App dann auch hat, empfängt dann auch einen von diesen Kauderwelsch-Buchstabensalaten-Dinger da. Und die merken sie sich einfach. Das heißt, ich merke mir auf meinem Gerät einfach alles, was ich irgendwie bekommen habe an Kauderwelsch. Das wird da einfach gespeichert und zwar für 14 Tage. Das heißt, man speichert sich, was man gehört hat und man speichert sich natürlich, was man gesagt hat. So, und jetzt ist das Einzige, was noch passiert im Hintergrund. Ihr geht zum Beispiel zum Arzt, lasst euch testen und plötzlich hat Alice zum Beispiel Covid-19. Das ist natürlich kein guter Tag für Alice, wobei das ja absolut wahr ist. Und genau, dann guckt man eben in dieser Liste nach, was man gesagt hat und meldet das Ganze dann einfach online. Wobei man auch sogar hier einige Unikate verstecken kann, falls man diese besonders geheim halten möchte. Also falls man speziell sagen möchte, ich möchte hier zum Beispiel sagen, hey, da war ich irgendwo, wo ich nicht hätte sein dürfen zum Beispiel. Und die behalte ich dann einfach für mich. Das heißt, es geht nicht alles an einen Online-Server. Und alle, die man eben veröffentlichen möchte, die wählt man aus. Also man wählt quasi die Zeiträume aus, wo man alles veröffentlichen möchte. Das wird dann auf dem Server, also tatsächlich online, das ist jetzt der einzige Teil, der online ist, dort wird das dann hochgeladen, also die zufälligen Zeichenketten, die nicht auf euch zurückverfolgbar sind, werden hochgeladen auf den Server und zwar nur die, die ihr veröffentlichen wolltet. So. Und das heißt, niemand weiß, wer das hochgeladen hat, niemand kann das auf euch zurückverfolgen, weil das Ding ist ja Open Source. Man weiß tatsächlich, dass genau das und nur das hochgeladen wurde. Also dieses zufällige Zeug, was eben niemand auf euch zurückverfolgen kann. So, und was jetzt alle anderen machen, Bob sagt dann einfach, okay, ich hatte eventuell Kontakt, beziehungsweise jeder kann ja Kontakt zu irgendjemand haben, der infiziert ist und guckt dann einfach online nach, was hochgeladen wurde und vergleicht das einfach mit dem, was er bei sich überprüft hat, also was er bei sich gespeichert hat, also die Sachen, die er von anderen Smartphones empfangen hat. Und wenn dort dann irgendwas dabei ist, dann weiß er, dass er auch sich prüfen lassen sollte, weil ja, dann hatte er Kontakt zu einem Infizierten und könnte auch potenziell selbst infiziert sein. Und genau das macht dann eben Bob. Und ja, dementsprechend kann natürlich auch Bob keine persönlichen Daten ablesen, weil es existieren einfach keine persönlichen Daten. Es existieren wirklich nur diese zufälligen Daten, die da online eben hochgeladen wurden. Und tatsächlich, dieser kleine Stern hier ist nochmal sehr, sehr wichtig sogar. In echt wird das Ganze sogar nochmal gefiltert, dass man nicht alle Zufallsdaten auslesen kann, die hochgeladen wurden, sondern wirklich nur die, die man selbst gehört hat. Und das wird mit einem sogenannten Kaku-Filter, und ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe, ich habe davor noch nicht gehört, wie das jemand anders ausspricht, wird das nochmal anonymer gemacht. Das heißt, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Wenn man jetzt 6 mal 5 Minuten, also 6 von diesen Unikaten bei sich findet, dann wird man in häusliche Quarantäne gesteckt und wird geprüft. Und ansonsten weiß man, okay, das könnte vielleicht trotzdem ein Infizierter sein und ja, man muss sich dann auch vielleicht prüfen lassen. Wie das genau dann abläuft, also ob man dann wirklich in Quarantäne gesteckt wird oder ob man sich prüfen lassen muss, das wird dann wahrscheinlich auf die Kapazitäten ankommen. Aber das Konzept hier ist erstmal sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann man auch davon ausgehen, okay, so können Leute benachrichtigt werden, die hier potenziell sich irgendwas eingefangen haben. Das Problem ist natürlich, wenn ihr unter 5 Minuten, also nur ganz, ganz kurz da wart, dann habt ihr natürlich nicht genug Unikate, könntet aber trotzdem infiziert sein. Auch jemanden, der zum Beispiel in Bussen oder Bahnen irgendwas ableckt, ja, der könnte natürlich auch andere Leute infizieren. Das geht schon rein theoretisch. Praktisch wird das aber trotzdem helfen, die ganze Sache einzudämmen. So, und jetzt wollen wir uns mal ganz kurz angucken, was wir hier zur Verfügung haben. Wir haben hier einmal die Android-App, wir haben hier einmal das SDK-Backend, wir haben das DP3T Documents und hier finden wir sogar nochmal einen Data Protection Impact Assessment Report. Und wir haben hier ein Practical Assessment, das auch nochmal eine Analyse ist. Und ja, ich werde das jetzt hier erstmal soweit beenden. Also ich denke, man hat gut verstanden, um was es in dieser App geht. Allerdings überlasse ich euch, dass ihr euch da mal in dem Source Code ein bisschen umschaut und vielleicht auch ein bisschen
guckt, ob ihr was findet, was so nicht sein soll. Also wie gesagt, hier diese Android-App, SDK-Backend, vielleicht sogar noch die iOS-App, falls da jemand Ahnung von euch hat. Und falls ihr euch wundert, dieses _ch steht tatsächlich für Schweiz, weil das schon quasi die Implementierung ist, die man in der Schweiz dann verwenden soll. So, die beiden Berichte hier, die kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Da wird dann nochmal genau gesagt, was eigentlich gefordert wird und wie das erreicht wird und was man eigentlich genau an schützenswerten Daten überhaupt hat. Weil man ja eigentlich nicht so viele Daten erwartet bei so einer App. Aber natürlich muss man sich trotzdem, muss man trotzdem die Leute schützen, die dann sagen, hey, ich bin infiziert, benachrichtige bitte meine ganzen Kontakte. Deswegen muss man natürlich auch trotzdem hier Mechanismen anwenden. So, und da wir jetzt nicht alles uns angucken können, möchte ich euch natürlich dazu aufrufen, dass ihr selbst da mal reinguckt. Und zwar, es gibt natürlich sehr viele Varianten, habe ich am Anfang schon gezeigt. Wir werden uns hier die Android-App, wo ist es, das SDK für Android, noch ein kleines bisschen angucken. Ihr könnt euch aber natürlich auch noch gerne die anderen Sachen angucken. Also hier zum Beispiel iOS habe ich nicht wirklich eine Ahnung von, muss ich ehrlich sagen. Und das SDK im Backend, das ist eine REST-API, die mit Spring geschrieben wurde. Das könnt ihr euch sehr gerne mal angucken. So. Und hier drüben haben wir dann einfach mal die SDK oder das SDK für die Android-App offen. Und ja, wenn wir uns das mal genauer angucken, dann finden wir hier die dp3t.java. Das ist sozusagen die Main-Datei, die uns hier das Ganze zur Verfügung stellt. Wir haben hier am Anfang einige Standardsachen, die man einfach braucht, und zwar zum Beispiel einige Init-Funktionen, einmal Tags, dann Intents und so weiter und so fort. Und ja, das erste, was wirklich auffällt, ist hier unten, dass ein Intent gestartet wird, nämlich der Tracing Service. Der Tracing Service ist genau das, was der Name sagt. Er traced eben. Das ist quasi das, was die App ausmacht. Also das heißt, der Service, der dann auch wirklich eure zufällig generierten Schlüssel einfach an andere verschickt, damit die wissen, wenn ihr infiziert wart, dass die auch benachrichtigt werden können. Und das ist aber auch der Service, der dann eben Sachen empfängt. Das heißt, wenn jemand anders an euch vorbeiläuft, dann empfangt ihr von dem die ganzen Daten über den Tracing Service. Dann haben wir hier unten noch einige weitere Hilfsfunktionen und hier haben wir einmal zum Beispiel den Get-Status, das heißt, oder Get-Status, Entschuldigung. Das heißt, wir holen uns hier, ob wir infiziert sind, über die Get-IM-Infected Funktion bzw. Methode. Dann holen wir uns hier, falls wir nicht infiziert sind, schauen wir, ob wir exposed sind. Falls unsere Exposure-Zeit größer als 0 Tage waren, also falls wir irgendwann mal exposed waren. Und ansonsten sind wir eben healthy. Ja, und IM-Infected ist dann quasi die Funktion, die für euch erstmal überprüft, ob ihr wirklich infiziert seid. Also zum Beispiel, die sucht dann einfach online nach eben diesen ganzen Daten. Also die holt sich erstmal von online diese Liste und guckt nach, ob ihr vielleicht infiziert wurdet. Und dazu wird hier erstmal ein Secret Key for Publishing erzeugt, der im Kryptomodul genauer definiert ist. Und das wollen wir uns nachher auch noch angucken, das Kryptomodul, weil das relativ interessant ist. Und genau, dann, falls ihr infiziert wurdet, dann kommt hier ein Success zurück, was eigentlich widersprüchlich ist, aber ist okay. Genau, und dann haben wir hier eben, wir wurden infiziert, also setzen wir unseren Infected-Status auf True und natürlich sind wir dann noch infiziert, was hier wieder zu dem Status Infected führt, was die ganze App natürlich in der Verhaltensweise verändert. Ja, aber was hier auch noch sehr, sehr interessant ist, und zwar, ihr sendet hier natürlich immer mal wieder Infected Request. Also ihr überprüft, bin ich infiziert worden, und dann kommt zurück, ja oder nein. Aber trotzdem kann man da zum Beispiel dann rausfinden, wann ihr die App startet oder wie genau ihr die App benutzt. Also zum Beispiel, wann ihr aktiv seid, was ihr genau wann macht. Und deswegen hat die App im Hintergrund noch eine Funktion, die nennt sich Send Fake Infected Requests. Diese Fake Infected Requests führen dazu, dass ihr immer mal wieder einfach Daten ins Internet schickt und sagt, jo, wurde das zum Beispiel infiziert. Also einfach irgendwelche zufälligen Random Keys werden hier dann reingeschickt und dementsprechend bekommt ihr dann auch eine Nachricht zurück. Das führt dazu, weil ihr hier natürlich überprüfen müsst, mit wem ihr genau Kontakt hattet. Und dementsprechend fragt ihr auch Sachen online an. Und ja, das könnte natürlich dazu führen, dass ihr identifiziert werdet. Hier, das da. Aber dadurch, dass hier einfach irgendwelche anderen Keys in die Cloud reinschickt, führt das genau wieder zum anderen. Also das ist quasi zum Verschleiern der echten Requests da. Ja. Und das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Unten drunter haben wir noch einige weitere normale Funktionen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel, wenn ihr die App stoppt, dann einige Parameter, die aufgesetzt werden müssen und so weiter und so fort. Alles nicht so wichtig. Die interessanten Sachen sind jetzt also hier das Kryptomodul und vielleicht noch der Tracing Service. Den habe ich noch gar nicht offen, fällt mir auf.
So, wir gucken uns zuerst einmal das Kryptomodul an. Das Kryptomodul setzt hier erstmal einige Parameter, wobei ich denke, dass vor allem dieser Parameter hier, weil der auch tatsächlich für den Schlüssel verantwortlich ist, dass der hier noch verändert wird. Also hier steht aktuell tatsächlich nur Broadcast Key für jeden Nutzer drin, und zwar die Bytes davon. Ich nehme an, dass sich das hier noch ändern wird, ansonsten wäre das ein bisschen komisch, denn ansonsten fängt eben jeder mit dem Broadcast-Schlüssel Broadcast Key an. Ja, dann haben wir hier eben die Algorithmen, welche verwendet werden, die kryptografischen Algorithmen, welche verwendet werden, können wir hier auslesen, und zwar einmal AES 256. Hier werden erstmal Master Keys generiert und so weiter und so fort. Und weiter unten sehen wir dann auch noch, dass der HMAC mit SHA 256 verwendet wird. Wo ist es denn? Jetzt habe ich es überscrollt, ne? Hier ist es. Da haben wir es. HMAC SHA 256. Der wird verwendet, um eben neue von diesen zufälligen Kauderwelsch-Dingern zu generieren. Und das sind beides Algorithmen, die kryptografisch sicher sind. Das heißt, da kann man davon ausgehen, da ist nichts, was irgendwie dran gerüttelt werden kann. Und da gibt es auch nicht irgendwie eine eigene Variante, die dann plötzlich angreifbar ist von der NSA oder sowas. Das ist dann einfach nicht möglich. Wir haben hier auch tatsächlich, wie wir hier sehen können, unter masterkeys.get or create, das ist die Funktion, die wir nicht selber geschrieben haben oder die hier nicht selber geschrieben wurde, sondern die hier tatsächlich von Android reingepackt wurde. Das heißt, die ist wirklich gut. Ja, und wenn wir dann noch ein bisschen weiter runtergehen, ich weiß, es ist sehr viel Code, ich möchte auch gar nicht alles durchlesen, ich möchte nur so ein paar kleine Hints geben, also zum Beispiel, was verwendet wird, hier zum Beispiel eben SHA 256, um eben den Message oder die Nachricht zu überprüfen jeweils. Dann werden hier eben noch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel der Secret Key wird rotiert, und zwar eben jeweils pro Zeitabschnitt, wenn ich das hier gerade richtig gelesen habe, wird quasi der Secret Key einmal rotiert, und ja, das führt dazu, dass ihr nicht einfach jedes Mal was Neues generieren müsst, sondern dass ihr das ganze Zeug auch wieder rekonstruieren könnt. Aber eben nur ihr könnt das rekonstruieren bei euch auf dem Smartphone, ansonsten eben niemand. Das ist das Tolle dabei. So. Interessant wird es jetzt hier bei den Create F-IDs. Das sind die IDs, die tatsächlich diesen Kauderwelsch beinhalten. Das heißt, die IDs, die am Ende anderen geschickt werden, also die dürfen auf keinen Fall auf euch zurückführbar sein, und die ihr dann im Nachhinein, falls ihr infiziert seid, in der Cloud eben freigebt für andere, damit die sich überprüfen können. Und das Ganze wird hier erstmal eben mit diesem komischen Broadcast-Key gemacht, der hoffentlich noch geupdatet wird. Das ist dann im Endeffekt unser Mac, der uns hier erstmal oder den PRF liefert. PRF ist für die Kryptographie relevant, das verwenden wir nämlich weiter unten. Wir sehen außerdem, dass hier jeweils eine neue FID, also es werden alle FIDs für einen Tag generiert. Das heißt, ihr generiert nicht ständig alle 5 Minuten eine neue FID, sondern ihr generiert alle FIDs, die für einen ganzen Tag genutzt werden. Und zwar immer basierend auf der vorigen FID. Das sehen wir hieran. Und ja, wenn eine neue FID generiert wurde, wird darauf basierend wieder eine neue FID generiert und so weiter und so fort. Und am Ende werden diese Dinge alle durcheinander gemixt. Und das heißt, ihr habt einfach für 24 Stunden alle 5 Minuten eine neue FID generiert, und damit man es nicht mehr irgendwie zurückverfolgen kann, werden die durcheinander gemixt. Wann genau ihr welche verwendet, bleibt also dem Zufall überlassen. Ja, und das sind dann quasi die FIDs. Das ist ziemlich cool. Genau, aber jetzt wollen wir uns noch ganz kurz angucken, natürlich, was ist denn eigentlich eine FID? Weil hier unten haben wir noch zum Beispiel einige Hilfsmethoden, die heutigen FIDs holen und dann eben von anderen die FIDs holen, die Kontakte checken, wobei wir das natürlich auch über die FIDs machen und so weiter und so fort. Und hier haben wir auch den Secret Key for Publishing. Das ist der Secret Key, der dann hier tatsächlich zum Veröffentlichen genutzt wird, und ja, den generieren wir uns auch einfach so nochmal neu. Also was ist denn nun eigentlich eine FID? Nun stellt sich heraus, dass das Ding wirklich super easy ist, und zwar sind das einfach nur ein paar Bytes, die nichts weiter können als Bytes sein. Das sind also wirklich keine privaten Daten drin. Wir haben es gerade hier live gesehen, in der FID, das heißt das, was veröffentlicht wird, stehen keine privaten Daten drin. Hier ist tatsächlich einfach nur ein Byte-Array, das wirklich mit zufälligen Krimskrams, nämlich einem HMAC mit SHA 256 als Hash-Funktion generiert wird. Und ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, das Kryptomodul hake ich jetzt hier erstmal ab. Wenn ihr noch mehr in die Tiefe wollt, schaut euch da gerne nochmal selber um. Das ist jetzt wirklich hier nur eine sehr, sehr oberflächliche Art, hier ranzugehen, aber zumindest etwas.
Das zweite ist natürlich hier der Tracing Service. Der Tracing Service ist dazu, und ihr seht, das Ding ist riesig, der nutzt hier einen Haufen Bluetooth-Zeugs. Also das sehen wir hier oben schon an den Imports, was das Ding genau tun soll. Der Service läuft unabhängig von der App. Das heißt, wenn eure App irgendwie, also Services generell in Android laufen unabhängig von der App. Wenn ihr Apps minimiert, dann werden die normalerweise pausiert. Das ist nicht so bei Services. Services laufen immer im Hintergrund. Das heißt, die App funktioniert auch, wenn eure App zum Beispiel gerade nicht aktiv ist. Und das ist auch gut so, das soll ja auch so sein. Frisst natürlich ein bisschen Akku, aber ihr müsst das Handy nicht die ganze Zeit entsperrt lassen, was komplett 1900 wäre sozusagen. Aber ja, wir wollen uns das Ganze mal genau angucken. Wir sehen, wir arbeiten ja auch mit Bluetooth Low Energy. Das heißt, das braucht nicht so viel Strom, wie wenn wir es nur über Bluetooth machen würden. Das ist quasi Bluetooth 4.0. Das ist eine sehr, sehr geile Erfindung und die hat überhaupt quasi erst Smart Home möglich gemacht. Eure Kopfhörer, wenn ihr Bluetooth-Kopfhörer habt, laufen auch darüber. So, und was wir hier direkt sehen, ist, dass das eigentlich nur so eine Helferklasse sozusagen ist. Also wir haben hier einmal eine Funktion, die checkt, ob das ganze Ding, also ob Bluetooth quasi an ist. Dann überprüft sie, ob wir das auch wirklich alles machen dürfen, überprüft auf irgendwelche Fehler und so weiter und so fort. Dann startet sie eben die ganzen Services im Hintergrund, sorgt dafür, dass wir auch tatsächlich Notifications anzeigen dürfen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann bekommt ihr da auch eine Benachrichtigung, beziehungsweise bekommt in die App quasi eine Benachrichtigung. Das sind alles nur Dinge, die quasi drumrum passieren. Also nichts, was wirklich hier mit Bluetooth zu tun hat. Und ja, dann natürlich auch wirklich, dass wir gestartet haben, dass wenn es einen Error gab, dass wir dann nochmal neu starten, den Client, dass wir den Server neu starten und so weiter und so fort. All diese Dinge sind allerdings nichts, was jetzt hier tatsächlich funktioniert. Das sind nur Handler sozusagen oder Code drumherum, Boilerplate-Code, wenn ihr so wollt. Das eigentliche, was passiert, ist hier eben einmal der Bluetooth-Server, der hier verwendet wird, der hier, beziehungsweise das Ding hier, und einmal der Client, der hier verwendet wird, und den starten wir erst hier, beziehungsweise den Server starten wir, glaube ich, schon weiter oben. Und den starten wir hier, genau. So, einmal Bluetooth-Server und einmal den Bluetooth-Client. Das sind die eigentlichen Dinge, die hier im Hintergrund laufen. Und ja, der Rest ist auch einfach nur quasi Destroy, also wenn es beendet wird. Das sind Dinge, die wir eigentlich nur drumherum schreiben müssen. Der Bluetooth-Server hingegen, der ist jetzt dazu da, um auch wirklich Sachen an andere zu verschicken. Und hier sehen wir erstmal, okay, wir holen uns hier UUIDs, also quasi IDs, und bauen uns die erstmal. Und das sind tatsächlich IDs, die für euer Gerät auch wirklich, Dinge aussagen können darüber. Und hier unten sehen wir dann Get Advertised Data. Das heißt, die Daten, die dann auch wirklich an andere versendet werden. Und hier ist jetzt wieder mal interessant, wir holen uns unser Kryptomodul natürlich, weil es ein Singleton ist, holen wir uns einfach das Ganze über die Instance und dann holen wir uns die Current FID, also quasi die aktuelle FID, und zwar die Daten davon, und das ist das, was wir dann wegschicken. Und in der Funktion Start Advertising fangen wir dann natürlich an, diese ganzen Bluetooth-Sachen aufzusetzen. Also zum Beispiel hier eben den Bluetooth System Service zu holen und hierüber dann quasi erstmal auf das Bluetooth zuzugreifen und dann darüber Daten zu senden. Was genau eben gesendet wird, das finden wir dann hier unten im Advertised Data Builder. Das ist der quasi zusammenschraubt, welche Daten eigentlich gesendet werden. Und hier sehen wir einmal, das TX Power Level wird inkludiert, aber der Device Name oder das Device Name wird nicht weitergegeben. Also das heißt, das Ding bleibt quasi euer eigenes. Also nicht mal, was für ein Device das ist, wird übertragen. Außerdem wird hier eine Service UUID übertragen und das wollen wir uns nochmal genau angucken hier, was die Service UUID ist. Und zwar Service UUID ist eine UUID from String, und zwar hier einmal DP3T 16-Bit UUID. Das ist quasi wirklich keine persönliche Information, also nichts, was irgendwie auf euer Handy oder irgendwas zurückzuführen ist, sondern das ist für jedes Smartphone dasselbe. Das ist einfach nur die ID, die sich die App selber gegeben hat. Also quasi eine Hallo, ich bin die DP3T-App. Das ist das alles. Das heißt, keine privaten Informationen in dieser Service UUID überhaupt drin. Und das ist schon sehr, sehr gut. Und ja, dann senden wir das Ganze quasi. Und zwar, genau, hier wird nochmal gesagt im Scan Response, also das ist quasi die Antwort, da wird weder der Device Name noch das Power Level mit reingetan, nur quasi welche App da eigentlich nach Daten fragt, das ist dann überhaupt drin. Ja, und dann wird das Ding eben gesendet. Und so funktioniert das dann, und das ist auch alles, was der Server hier tut.
Jetzt sollen wir uns noch ganz kurz als letztes den Client angucken und dann habe ich euch, glaube ich, genug belastet für heute. Und zwar haben wir hier einmal den BLE Client, der sich übrigens ganz dreist die Service UUID vom BLE Server, die wir uns gerade angeguckt haben, die ja wirklich keine privaten Daten enthält, einfach klaut. Okay? So, und ja, was jetzt im Endeffekt hier passiert ist, genau dasselbe wie drüben auch. Wir holen uns den Bluetooth State im Endeffekt. Und das ist ein bisschen anderer Code. Ich glaube, den haben andere Leute geschrieben. Also zumindest sieht er anders aus. Er tut aber im Endeffekt was Ähnliches. Nur der hier empfängt halt Daten. Und ja, wie gesagt, das hier sendet eure Daten rüber. Also der Bluetooth-Server, der sendet eure Daten, während der Bluetooth-Client, der empfängt Daten. Das heißt, darüber werdet ihr dann benachrichtigt, ob ihr mit Gefahrenpersonen in Kontakt wart. Okay, das heißt, wir sagen hier, okay, wir wollen jetzt Daten empfangen. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Und zwar sagen wir hier Set Service UUID. Wir wollen nur die Daten empfangen, die auch wirklich von der DP3T-App sind. Und weiterhin sagen wir hier, okay, wir wollen außerdem nur die Daten empfangen, die vom Hersteller 004C, also in Hexadezimal sind. Und das bauen wir uns quasi hier drin zusammen. So, und ja, dann sagen wir hier unten, okay, wir scannen sozusagen, das ist unser Callback hier. Und falls was gefunden wird, dann macht doch bitte, was in diesen Methoden hier drin steht. Also zum Beispiel eben onDeviceFound, dann eben onScanResult und dann eben hier noch eine Logger-Funktion. Also quasi, falls ein Fehler auftritt, wird das Ganze eben gespeichert. So, das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal finden wir ein Gerät, ein neues Gerät, was diese App tatsächlich auch hat und was auch tatsächlich bereit ist, Daten mit euch zu teilen. Dann wird hier was aufgebaut und zwar eine Verbindung. Das macht hier tatsächlich der Client für uns, was irgendwie ungewöhnlich ist, meiner Meinung nach, aber okay. So, und dann filtern wir hier einige Sachen durch. Das heißt, wir wollen auch wirklich nur Sachen empfangen, die von der Service UUID wieder mal passen. Wir wollen nur Sachen empfangen, die von der FID-Länge passen. Und dann kommt hier der Logger zum Vorschein und sagt Found und dann Device-Adresse. Also quasi, wir haben ein neues Gerät gefunden mit dem Power-Level Power und dem folgenden Scan-Result und dem folgenden Payload. Und das ist dann eben der korrekte Payload. Also das heißt, wir überprüfen quasi, ob das auch wirklich in Ordnung ist. Dann sagen wir dem Gerät Hallo und überprüfen, wie lange wir sozusagen in seiner Nähe sitzen und übertragen hin und wieder mal eben diese ganzen Daten. Weil wie gesagt, wenn ihr nur 5 Minuten bei dem in der Nähe wart, dann seid ihr offiziell noch nicht als infiziert gewertet, sondern erst ab 30 Minuten. So, das heißt, wir haben hier den Create Handshake, das ist quasi die Funktion, die ich jetzt hier übersprungen habe. Und dann weiter unten, hier oben in dem Else-Block, also quasi, wenn ihr wenn ihr euch schon verbunden habt und alles fertig ist sozusagen, dann speichert ihr euch das Ganze wieder weiter und zwar über einen Connection Task sozusagen, der euch hier quasi diese ganzen FIDs in eine Hashmap reinpackt. Zumindest sieht es für mich aus wie eine Hashmap. Ich glaube, es ist eine Hashmap, das bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ja, und dementsprechend werden dann alle FIDs, die ihr von anderen empfangt, gespeichert bei euch auf eurem Handy und das wird eben nach 14 Tagen, soweit ich weiß, wird das Ding wieder gelöscht. Das ist allerdings in einer anderen Klasse, also quasi eine Aufräumklasse, die dann eben sagt, okay, 14 Tage sind jetzt vergangen, selbst wenn du dich bei dem angesteckt hast, das ist jetzt sowieso vorbei, also du hast es quasi schon überstanden. Jo. Und so funktioniert im Endeffekt die App ganz, ganz grob. Wie gesagt, im Detail haben wir uns das jetzt noch nicht angeguckt. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mein Fazit zu der App ist natürlich noch unter aktiver Entwicklung und ja, dementsprechend noch nicht komplett fertig, aber sieht sehr vielversprechend aus. Ich finde es wunderbar, dass endlich mal jemand geschafft hat, hier eine Open-Source-App dazu zu bringen und ja, ich denke, da kann man sehr, sehr viel machen. Was man natürlich vorsichtig sein muss und da bin ich mir tatsächlich gar nicht ganz sicher, ob das so tatsächlich auch funktioniert. Wir haben hier einige Bluetooth-Verbindungen und Bluetooth-Verbindungen, die eben Nachrichten involvieren. Ich kann natürlich jetzt eigentlich auch hergehen und dieses Signal hier, was hier drin geschrieben wird, könnte ich natürlich auch faken. Das heißt, ich kann einfach rumgehen und im Endeffekt könnte ich Fake-Zahlen verbreiten, indem ich einfach diese App nochmal umschreibe und ja, dann im Endeffekt keine zufälligen Zahlen mache, sondern einfach die anderen Geräte zuspamme. Inwieweit das exploitable ist, das müsste man dann noch rausfinden. Vor allem DDoSable könnte es durchaus sein, wenn ich einfach nur irgendwelche Zahlen hinschicken kann, indem ich mich zwar an diese Vorgaben hier halte, also zum Beispiel eben die Service UUID, die habe ich ja im Endeffekt und die FID-Length habe ich ja auch.
Aber wenn ich hier natürlich sehr, sehr, sehr viele FIDs einfach an alle anderen Geräte in meiner Nähe broadcaste, kann es sein, dass diese App innerhalb von kürzester Zeit so unfassbar viel Speicher belegt, dass sie einfach das komplette Gerät lahmlegt. Das müsste man überprüfen, inwieweit das wirklich so machbar ist. Und ja, ich hoffe, dass natürlich niemand auf die glorreiche Idee kommt, alles lahmlegen zu wollen. Im Endeffekt brauchen wir alle so eine App, um wieder in die Normalität zurückkehren zu können. Aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr vielversprechendes Ding, was man hier macht. Und ja, ich freue mich auf die Weiterentwicklung. Ich werde das natürlich weiter verfolgen. Dieses Video ist nur eine Momentaufnahme. Es kann sich noch sehr, sehr viel ändern. Aber das Grundkonzept ist schon mal sehr vielversprechend. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.